Der Moment, wo der Artist halt ins Studio kommt, seine Taschen leer macht und dann legt er halt da eine Waffe hin. Ne? Das ist schon ein bisschen all in. Also man kann natürlich immer zurück, aber gewisse Türen gehen halt auch zu. Er hat halt im Knast, hatte er 2 Handys. Er hat auf einem den Beat und auf dem anderen hat er halt ins Mikro die Vocals aufgenommen. Das Feature, so, das hat viel verändert. Das war echt ein krasser Moment, der super schön war. Willkommen in Berlin. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Stoked Unframed. Mein Name ist Pascal Gerouche, wir sind hier gerade im Görlitzer Park und wir treffen uns gleich mit Fizzle von Kitschkrieg. Morgen fliegen wir weiter nach Atlanta, wo wir den zweiten Teil von Kitschkrieg treffen, nämlich Fidschi Chris. Und wir reden ein wenig über das neue Album und was in letzter Zeit so bei den Jungs anstand. Bevor wir loslegen, möchte ich mich noch einmal bei der Telekom bedanken, die dieses Video möglich machen. Wenn du unter 28 bist, kannst du jetzt den Young-Tarif abschließen und bekommst in Kopplung mit einer Streaming-Plattform wie zum Beispiel Netflix oder Spotify 50% mehr Datenvolumen. Das kannst du machen, wenn du entweder deinen eigenen Streaming-Vertrag mitbringst oder einen neuen bei der Telekom abschließt. Mehr Infos dazu gibt es bei dem Link in der Beschreibung. Aha, wen haben wir denn da? Wie geht es dir? Willkommen. Mir geht's gut. Danke. Gut, dich zu sehen. Ja, sag mal, wir fangen mal direkt an. Wo sind wir los? Es geht direkt los. Erzähl mal, wo wir hier sind. Wir sind in Berlin. Wir sind auf der Görlitzer Straße 52 und hier war unser Studio. Jetzt ist hier nur noch unser Office und hier war unser Studio. Fast ein bisschen traurig, wenn ich das sage. Ja? Ja, ey. Hier hat aber alles angefangen, ne? War immer hier das Studio? Nee, wir waren mal auf der anderen Seite vom Park, auch in der Forsterstraße. Also wir waren immer rund um den Park und hier war die letzten 4 Jahre unser Studio, würde ich sagen. Ja. Und das hier, wollen wir reingehen oder wollen wir ein bisschen laufen? Das ist immer schön an Berlin, ne? Diese ganzen... Voll. Wo war's? 4. Etage. 1, 2, 3, 4, ganz oben. Genau. Okay, heftig. Wie groß war das? Also bestimmt 100 Quadratmeter so. Ja. Wir hatten da 2 komplett ausgebaute Räume drin. Ach, krass. Also richtig super Räume, die hat jemand für uns gebaut. Ja. Und auf den ganzen Reisen und allem selten besseren Raum gefunden, ganz ehrlich. Deshalb, das war schon zum Arbeiten echt krass. Und dann, als ihr ausgezogen seid, was macht man damit? Kommt das alles raus dann wieder? Wenn diese, wir haben das einfach so weitergegeben, die Räume. Und ich meine, wir haben ja gar nicht viel. Ne? Ja. Also wir haben halt den Raum, krasse Boxen, einen Laptop und eine Couch. Ja. Kein Outboard, gar nichts so. Also okay, ein Mic, aber sonst überhaupt nichts. Ne? Ja. Und das ist jetzt einfach weitergegeben. Ja, und das Studio habt ihr abgegeben, weil ihr jetzt umgesiedelt seid. Genau. Aber ich würde sagen, darüber reden wir später. Und ich würde gerne so ein bisschen noch mal über die Anfänge reden. Ja. Wie kamt ihr auf die Idee, Kitschkrieg zu machen? Da gab es keinen Plan, ne? Sondern wir sind vom Leben nach Berlin gestrandet worden. Ja. So. Ja. Ich wollte nie nach Berlin. Chris war schon hier. Ich habe bei dem zufällig auf damals Facebook, glaube ich, gesehen, so, ey, WG-Zimmer frei. Und dann so, okay, ich bin obdachlos, ich brauche ein Zimmer. Ja. Dann da eingezogen und wir kannten uns halt vom Auflegen und wir sind oft in den gleichen Clubs aufgetreten mit den Vorgängerprojekten. Ich war DJ, er hatte eine Band, Simbis hieß die und da hat man sich immer wieder mal getroffen, deshalb kannte man sich und mochte sich und dann bin ich halt zufällig sein Zimmernachbar geworden. Ach krass, okay. Und dann haben wir angefangen, natürlich zusammen Musik zu machen, weil wir halt zusammen in der WG sind und sowieso nichts anderes machen als Musik machen. Ne? Ja. Dann zusammen und dann kam Nicole auch recht kurz danach dazu. Die hat vorher beim Film gearbeitet in Köln, ist dann auch nach Berlin gekommen, weil die irgendwie auch die Schnauze voll hatte von diesem Filmbusiness. Ja, dann haben wir diese Band oder dieses Projekt gegründet. Ne? So einfach, weil, keine Ahnung, wir irgendwas machen wollten. Ja. Das war jetzt auch nicht so der Riesenplan. Wir gründen jetzt Kitschkrieg und Ja, genau. So wirklich, ne? Du sitzt auf der Couch, okay, komm, wir machen das, wir brauchen einen Namen, wir brauchen ein Logo, so, ne? Geil. So ging das los. Und wann kamen die ersten Künstler dann dazu, dass ihr gesagt habt, weil die ersten waren ja, Trettmann war auch nicht direkt von Anfang, oder?
Oder war der direkt? Doch, der war auch direkt am Anfang. Ja. Und Joey Bargeld? Joey Bargeld, Haiti, und das Haiti, war so genau. die erste war Runde. So das, genau. Da hatten wir mit Tretti angefangen. Ich habe vorher schon mit ihm Musik gemacht, Chris auch. Also wir hatten vorher schon unter anderen Namen gemeinsam Musik. Ja. Wir kannten uns da schon bestimmt 6, 7 Jahre oder noch krass, länger. okay. Das geht sehr weit zurück so mit Trettmann aus dieser ganzen Reggae-Dancehall-Zeit. Das wollte ich gerade sagen. Genau, da kommt Trettmann. Richtig. Ich hab damals das allererste Lied von ihm geremixed, was er als Ronnie Trettmann veröffentlicht hat. Habe ich im Internet gefunden, fand ich mega lustig. Ja. Habe ich hingeschrieben, würde ich gerne remixen. Er dachte, großes Label aus Westdeutschland meldet sich, Wahnsinn. War aber nur ich in meinem WG-Zimmer. Ja. Und ja, so haben wir dann, als wir in Berlin waren, mit ihm auch wieder Musik gemacht. Und wie kam dann aber die Idee dazu, dass ihr sagt, ihr wart jetzt in Berlin und er war eher so der Reggae-Künstler irgendwie, dass ihr sagt, so, ey komm, probier mal was Neues, wir machen jetzt mal, warum ausgerechnet er? Warum habt ihr ihn, was war da die... Wir hatten viel miteinander zu tun in der Zeit, so privat, haben immer abgehangen und ich fand halt immer und wir fanden immer, dass da mehr ist als dieses lustige Dancehall-Ding, was halt auch gut war und total lustig, so, aber der hatte halt auch immer so einen ernsten Song oder so auf dem Album und der war halt immer der krasseste so in unserer Wahrnehmung. Ne? Und ich war damals auch sein DJ, sind wir immer rumgefahren und das lief halt so semi bis schlecht. Ja, genau. So, ne? Das lief nicht so richtig gut. Und dann hat unser damaliger Booker uns angerufen und gesagt, Leute, so keine Ahnung, ich mache das wirklich gerne, ich liebe euch, aber das geht nicht mehr lange gut und ich kann das auch von meiner Firma schwer rechtfertigen, warum ich das mache, da so viel Zeit reinstecke, irgendwas muss passieren. So. Und das war der Auslöser, sich hinzusetzen, zu sagen, okay, was machen wir jetzt hier wirklich, was macht Sinn und wie kriegen wir nochmal so einen Neustart hin? Ne, weil das andere hatten wir ja auch schon ein paar Jahre gemacht und das wurde nicht besser. Das war der Auslöser dafür, für diese neue Ära und die Zusammenarbeit Kitschkrieg-Trettmann. Dann haben wir angefangen, haben das erste Lied gemacht, Skyline damals. So, das war das erste Kitschkrieg-Trettmann-Lied. Krass, okay. Mir egal wohin, ich steig ein, was für ein Horizont, so ohne Skyline. Und das kam zu einer Zeit raus, als gerade so im Deutsch-Hip-Hop was passierte und interessante neue Sachen kamen. City-Tarif von Haiti. Und dann hat man sich halt kennengelernt auf, weiß ich nicht, Festivals, Auftritten, bla bla bla. So, ne, ist man sich relativ schnell über den Weg gelaufen und angesprochen, gesagt, ey, derbe dein Kram, so Azad John, Haiti, City-Tarif, Mixtape. Unfassbar. Ja. So, ne, für damals und auch für heute noch so unfassbar. Ja, auf jeden Fall. Und dann sind wir direkt im Studio gelandet. Ach krass. Ja. Ja. Und Haiti hat Joey Bargeld angeschleppt. Ja, genau. Da waren die Hamburger auf einmal bei euch. Da waren alle da und ja, dann war das halt so die Gang, mit der wir Musik gemacht haben. Krass. Ja, da war auch krass viel Output hatte ich irgendwie und ich fand, Kitschkrieg stand auch immer für so, war das auch so von Anfang an der Plan. Das ist im Grunde das Konzept, was ihr dann auch bei Trettmann auf dem Album DIY. Es war ja immer alles selbst gemacht. Ihr habt ja immer alles in-house, immer alles so in-house gehalten und konntet alles selber machen, von bis. Und das war ja so, ihr seid ja komplett dem Major-Label so gesehen ausgewichen und habt gesagt, nö, wir können das selber machen. Uns wollte ja auch kein Major-Label haben. Achso, das war eher so wir müssen und wir müssen, aber wir haben das halt vorher auch schon immer alles selber gemacht. Also das war immer so dieses DIY-Ding aus dem Punkrock kommend. ne? Kennst du das? So, da machst du deine eigenen Platten, verkaufst die, hast deinen eigenen Online-Shop. Das war ganz normal. Ja. Das haben wir immer so gemacht und wir haben noch nie darüber nachgedacht, was das bedeutet, wenn das jetzt mal funktioniert. Und du musst halt plötzlich Tausende von Platten verschicken. Ja, also, selber. Okay, shit. Ne? Aber das war ganz normal für uns, das so zu machen. Ja. Wir kennen das gar nicht anders. Ja. So. Wollen wir ein Stück gehen? Ja, gerne. You know when the rain keeps on falling, just keeps pouring, just keeps pouring. Und wieso schwarz-weiß? Weil Nicole, a.k.a. Ahudat, damals halt rumexperimentiert hat. So. Ja. Und irgendwann mit diesen Schwarz-Weiß-Bildern mit zu viel Schwarz und zu viel Kontrast um die Ecke kam und alle waren so, ey, wie geil ist das denn? Ja, mega. So, das hat sich einfach direkt richtig angefühlt und gut. Ne?
Ja, ist auch so ein bisschen euer Markenzeichen geworden, ne? Klar, wir haben das Also- halt eiskalt durchgezogen bei allem. Ja, ja. So, ne? Also Ich weiß noch, es war glaube ich ein Trettmann-Splash-Auftritt oder Kitschkrieg-Trettmann-Splash-Auftritt Ja. und der musste sogar in Schwarz-Weiß gestreamt werden. Ja, und wir haben dann halt auch so Sachen gesagt wie, okay, wenn ihr den nicht in Schwarz-Weiß streamt oder das nicht in Schwarz-Weiß ausstrahlt, dann machen wir das nicht. Ja, finde ich Weil- großartig. Total Konsequent. Total konsequent. Ja. Und es war ja halt immer, kannst dir ja vorstellen, ne? Nein, da kriegst du das Cover nicht, weil Schwarz-Weiß-Bild geht nicht. Die ganze Diskussion, Ja. alles Quatsch. Ne? Also keine Ahnung. Also Ja, wenn man dann bewiesen, sagt, dass es geht. Also, ja, und warum auch nicht? Also seid doch froh, wenn die Leute irgendwie was anderes machen oder zu dem Voll. Style stehen. So. und ihr seid ja auch die Künstler. Also warum sollte man dem Künstler irgendwas verbieten, wenn das so irgendwie, ey, das ist aber Ja. unsere Bildsprache, das ist unser Ding. Ja. Dafür sind wir bekannt, das ist auch Teil unseres Markenzeichens, unserer Identität. Also lasst uns doch machen. Und da fand ich auch, ja, das fand ich stimmt. immer sehr gut, dass ihr das so krass durchgezogen habt. Das ist aus so einer Kleinigkeit entstanden, aber wir haben dann halt relativ schnell verstanden, dass das wichtig ist, das zu verteidigen und durchzuziehen. Weil, also wenn du deine CI nicht durchziehst, du brauchst doch nicht damit anfangen. So, Das stimmt. irgendwie. Ja. Wie kam es zu der Entscheidung, dass ihr überhaupt gesagt habt, boah, lass uns mal weg aus Deutschland, weil ich meine gut, ihr habt Deutschland schon sehr viel gemacht. Ne? Habt ihr das Gefühl gehabt, ihr habt Deutschland durchgespielt so ein bisschen oder was war so der Ja, ausschlaggebende Moment? durchgespielt hört sich so ein bisschen an, Hört sich wie so- hier ist alles Ja, schlecht und nee, langweilig, aber wir hatten halt... Man kommt ja an den Moment, wo man kann jetzt noch weitere Hits produzieren und kann immer noch weitermachen und so. Ja. Aber ja, irgendwann Ja. wiederholt sich alles. Irgendwann wiederholt sich alles. Ne? Und uns war relativ früh bewusst, dass es das zu vermeiden gilt. Also nachdem wir unser Soloalbum Kitschkrieg gemacht haben, was 2020 war, das kam so Ende des Jahres, glaube ich, raus. Und ich weiß, dass wir Anfang des nächsten Jahres dann zusammensaßen, Chris, Nicole und ich, und uns überlegt haben, was ist jetzt das Nächste. So. Und da war dann halt total schnell klar, es muss was grundlegend anderes sein, weil auf dem Album hatten wir irgendwie so, also mit echt vielen bis allen Leuten zusammengearbeitet, mit denen wir arbeiten wollten. Es war halt eine krasse Tracklist und eine krasse Erfahrung. Und dann die Vorstellung, das jetzt nochmal zu machen, Ja. war so, keine Ahnung, das macht ja irgendwie keinen Sinn. Ne? Ja. Wir fanden halt immer so Sachen gut, die sich was getraut haben. Weißt du, wenn so Künstler oder Produzenten dann plötzlich so was ganz anderes machen und das ist halt auch derbe. Und das war dann irgendwie so die Idee und die Entscheidung, okay, lass das mal versuchen, lass mal einen mutigen Schritt gehen. Und dann haben wir uns halt dann, ja, was war das, 2021 im Prinzip schon entschieden, der nächste Schritt soll dieses internationale Kapitel sein. Also, ja, so kam das. Ne? Das war eigentlich so eine bewusste Entscheidung, so, ey, jetzt möglichst ins allerkälteste Wasser springen, was man finden kann. Ja. Das war die Entscheidung und es war natürlich auch gemeinsam, also dieses Album war ja unglaublich erfolgreich. Wir waren dann halt auch an einem Punkt, wo es die Möglichkeit gab, das alles gut umzusetzen. Na gut, aber es kann ja auch genauso krass in die Hose gehen. Ne? Also ihr könnt ja sagen, Ja. okay, wir gehen jetzt darüber und dann ist in einem Jahr das Geld weg und irgendwie hat doch nicht so geklappt und dann fängt man hier wieder. Ja gut, hier hat man nicht von vorne angefangen, aber Man hätte nicht von. Ja. Nee, aber ich glaube, viel schlimmer ist, wenn du später zurückguckst so und denkst, hätte ich mal. hatte ich mal, ja, auf So, jeden das Fall. willst du auf keinen Fall. Das stimmt, das Also stimmt. dann lieber mal scheitern. Und auch das war uns relativ klar. So, Ja. Das haben wir dann einfach gesagt, komm, wir machen das jetzt. Und man muss auch sagen, dass das halt so für unsere Arbeit als Produzenten, Musiker und so, Willkommen in Berlin. das hat halt auch funktioniert für uns so. Ne? Ja. Also die Kreativität und der Spaß an der Sache, ja, hat fast wieder zugenommen. Also Wollte es ich gerade halt- sagen, es ist so noch mal so neue, also ich habe das auch immer, wenn ich irgendwie in so neuen Städten oder neue Projekte, dann kriegt man wieder so Ja. eine Energie, die man vorher, wo man schon so ein bisschen dachte, boah, jetzt wird's langweilig, jetzt schläft man ein und dann Ja. kommt da noch mal dieser Kick raus, dass man sagt, ey, machen und geil, bockt alles voll und immer mehr. Total. Du hast halt irgendwie wieder diese Neuenergie. Ja. Und die kriegst du ja nicht am gleichen Ort. Ja, das genau. ist einfach, du musst ab und zu mal einen Ortswechsel hinlegen und das hat wirklich funktioniert für uns. An so deutschen Künstlern, mit denen ihr gearbeitet habt, ist dir irgendwas besonders im Kopf geblieben, wo du sagst, boah, an dem Moment erinnere ich mich gerne zurück?
zurück oder das war krass, mit dem dann mal irgendwie im Studio zu sein oder irgendwie einen Song zu machen? Da waren so viele Momente, das ist krass. Also so, ich weiß nicht, ein einschneidender Moment, sage ich mal, war, als Jizzes auf Knöcheltief gerappt hat. Ja. Das Da habt ihr auch ganz klug mit diesem Standard, das kommt ja daher. Das kommt daher, Ja. genau. Das haben wir dann nachher da nochmal rausgenommen, Ja, genau. verwurstet so. Heute schlaf ich jeden Tag woanders. Heute ist der CL 500 Standard. Aber ich weiß halt, das haben wir damals auf dem Splash aufgenommen. Ja. Ach was, wirklich? Ja, wir haben uns krass. da mit ihm getroffen im Backstage, haben den Verse zusammengeschrieben und den dann da aufgenommen. Und das war halt so ein Moment, wo das halt echt, wo man gemerkt hat, so okay, das ist ein besonderer Moment. Ja. Das war nicht irgendwas, Ja. sondern Jizzes voll am Start auf seiner Hochzeit, kaum Ja. Features, geiles Lied, geiler Verse. Das war so, okay, Und da wart ihr ja auch schon am Start, aber da ging es bei euch so gerade auch so, da war ging's- es noch in den Anfangsschuhen. genau. im Grunde, ne? Ja. Das Feature, so, das hat viel verändert. Das war echt ein krasser Moment, der super schön war. So lange Untergrund, doch alles kommt mit der Zeit. Heute werd ich reich mit jedem Song, den ich schreibe. Jetzt stehen wir knöcheltief im Wasser in den Westindies. Ich habe geguckt, Atlanta sind 27, 28 Grad. Ja, aber morgen, wenn wir übermorgen ist 21 Grad, aber auch immer noch gut. Wir kommen jetzt praktisch zur Freilassung von Sack an. Genau, ja, Wahnsinn. auch krass, ne? Gestern passiert, ne? Ja. Das war auch so ein Moment. Manchmal guckst du so ins Internet und denkst dir, das ist doch gerade nicht passiert. Aber das ist eh krass mit den ganzen Rico-Cases. Jetzt Lil Durk ist ja auch jetzt irgendwie Ja. gerade, also Das ist halt real, ne? Also keine Ja. Ahnung, das ist schon nochmal was anderes als Deutschland. ist noch mal was anderes, ja. Also ich meine, keine Ahnung, vielleicht geht das hier auch irgendwann mal ab, aber also wenn du da unterwegs bist und dann triffst du ja auch die ganze Zeit Leute, die Verbindung, also man kriegt das einfach mit, du bist dann Ja. halt da drin so Ja. und du merkst halt, okay, Ich kenne das aus New York noch, aber ich finde, man gewöhnt sich erschreckenderweise sehr schnell daran. ist es so- gehört dazu. Ja, es gehört dazu. Es ist so, ne, das ist normal, dass da die Aufkleber sind, hier keine Waffen mit ins Studio Ja, genau. und dann trotzdem liegen die Waffen da rum. Genau. Und du denkst dir so, ja, okay. Und ich weiß noch, wie ich das am ersten Mal, als wir das erste Mal in Atlanta waren, die erste Session, da gibt es auch so ein ganz legendäres Foto von Nicole zu. Ne? So, da liegt halt so eine Knarre auf dem Tisch und so ein Schlüsselbund mit so einem Hustle-Schlüsselanhänger. Und ich weiß noch ganz genau der Moment, wo der Artist halt ins Studio kommt, seine Taschen leer macht und dann legt er halt da eine Waffe hin. Ne? Ja. Und das bist du ja von hier einfach nicht gewohnt. Lass mal über ein ähnliches Thema reden, Vibes Cartel. Vibes Cartel, Der ja. ist jetzt wieder draußen, Ja. spielt Dezember seine erste Show, Silvester, Ja. in Jamaika. Jesus ist auch am Start. Wahnsinn, ja. Als Zuschauer. Genau, du hast mir damals, ich weiß noch, weißt du, wann das war? Ja, kurz vor unserem Album, ne? Also irgendwann 2020. Ne? 2020, ja. 2020 hast du mir irgendwann geschrieben, ich habe da eine Überraschung für Bones. Kannst du mir mal seine aktuelle Nummer schicken? Und Ja. dann hast du mir erzähl's ihm noch nicht und hast mir diesen Song geschickt. Und ich war so, boah, heftig. Ja. Der wird sich so krass freuen. Ja. Ihr durftet lange nicht drüber reden, wie es zustande gekommen ist. Jetzt, wo er draußen ist, darfst du ein bisschen Ja. mehr erzähl doch mal. Also offensichtlich ist Vibes Cartel für uns aus der Dancehall-Musik kommend der größte Ja, klar. Rapper, DJ aller Zeiten so. Da sind sich ja alle einig, der rappt halt wie kein Zweiter. Ab und zu hat man ja einfach so eine Idee und überlegt sich so einen Scheiß, was wäre das Krasseste, was man machen könnte. Und das war wieder so einer dieser Momente. Ne? Und dann halt angefangen rumzuchecken, kommt man da irgendwie dran, weil es war ja klar, es wurde ja Musik von ihm veröffentlicht. Genau, es gab kam Musik. neue Musik raus. Ja. Genau, und irgendwann war auch klar, das kann nicht alles von vorher stammen, weil der behandelt aktuelle Themen Genau, ja. und es hört auch einfach nicht auf. Er scheint aufnehmen zu können. Dann halt alle Kontakte angeworfen, hingehasselt, bla bla und irgendwann beim Cousin gelandet, der mit ihm gemeinsam im Knast saß. Ah, okay. So, und dann habe ich mit dem telefoniert. Er sagte, okay, ja, kann man machen. Dann meinte ich zu ihm, ey, ich muss halt mit ihm sprechen, mit Cartel selber, weil Jamaika ist auch Scamland und Ja, keine klar. Ahnung, mit wem du jetzt wirklich telefoniert hast. Dann war ich auf der Lausitzer Straße 9, weiß ich genau. Wir stehen halt im Büro, machen irgendwas und mein Telefon klingelt mit einer jamaikanischen Nummer. Ich so, okay, geh halt dran. Und dann sagt er, yo, was, World Boss? Ja. Okay, ne? Nice. Und dann dachte ich, okay, wie checke ich jetzt, dass er es wirklich Ja. ist? Und dann meinte er, ja, was wollen wir denn machen? Und ich habe gesagt, ja, ich hätte gerne, dass du so rappst wie zu Up to the Time. Das ist so ein ganz
klassisches Album von ihm, ne? Dass du so rappst in dem Style. Und dann habe ich so angefangen, die ersten Lines, Start, Well, Cartel, bla. Und er hat übernommen und den ganzen Verse so zu Ende gerappt, perfekt wie auf der Platte. Und dann war klar, er ist es. Ja. Er ist es. So haben wir ihn gekriegt dann, ne? So dann halt die Musik dahin geschickt. Und wie man jetzt auch weiß und was er auch selber erzählt hat, er hat halt im Knast, hatte er 2 Handys. Er hat auf einem den Beat und auf dem anderen hat er halt ins Mikro die Vocals aufgenommen. Okay. Dann schicken die das raus ans Studio und da wurde es dann halt ein bisschen aufbereitet und zusammengebaut. So haben wir uns diesen Song erhasselt, ne? Und irgendwann war der halt da und dann habe ich, weil Bones neue Nummer, wer rafft das in Deutschland, was das wirklich ist? Ja. So, ne? Weil das ist halt krass. So, das gab es einfach nicht. So. Für ihn war das genauso krass wie für uns und ich glaube, der ist ja am nächsten Tag auch zum Studio gekommen wieder. So, weißt du? Und das sind halt so die geilen Sachen, wenn du merkst, boah, okay, am nächsten Tag stehen alle auf der Matte und alle haben nur so ein Leuchten in den Augen. Und das war krass. Das war super, ne? Ich mach mal ein Foto von dir, wie du hier so schön da sitzt. International criminal, really loud. Cartelling at the place, me no let it clown. Turn up the sound, everybody gather round. Bones. Good morning, L.A. Moin. Good evening, Berlin. Ich bin im Astro. Geil. Gerade schon drüber erzählt, keine Ahnung, dass das eigentlich ja ganz gut klappt mit dem Remote-Arbeiten, weil man halt so, keine Ahnung, guck mal, wie lange wir das schon machen und das greift ja gut ineinander, man versteht sich, dies, das. Das geht schon, ne? Momente, macht es fast keinen Unterschied, wo man ist, weil ich habe mir meine Abhörer jetzt hier irgendwie eingerichtet, so es ist halt cool, es gibt die gleiche Dropbox, die gleichen To-Do-Listen. Also wie gesagt, ich stehe eigentlich schon mal so um 6 auf, so, aber es ist auch nicht so der Unterschied. Und manchmal ist die Zeitverschiebung sogar ein Vorteil, wenn man so ein bisschen so Ping-Pong arbeiten kann. So, ne? Stimmt, du ne? das eine rein, so, ich gebe das andere wieder rein, so hin und her. Es gab ja auch schon davor Phasen, wo du in Miami warst und ich zeitweise in Berlin und so. Also haben wir so viele verschiedene Konstellationen durch. Ja. Aber morgen kommt ja die Lieblingskonstellation. Morgen sind wir alle an einem Ort. Alle in Atlanta, endlich wieder, ich freue mich. Ich auch, ja, auf jeden Fall. Dann sehen wir uns morgen. Ja, cool, ich wünsche euch einen guten Flug, ich freue mich drauf. Ebenso guten Flug. Dir auch, Mann. Bis morgen. Bis morgen. Alles klar, wir sehen uns. Jo. Bis später. Ciao, ciao. Tschüssi. Searching for murder, searching for murder, searching for murder. Ladies and Gentlemen, wir sind am Berliner Flughafen und fliegen jetzt nach Atlanta. Searching for murder, searching for murder, searching for murder. Gut, oder? Nicht gut. Lösch das. She just wanna dance, 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 dance. She makes it clap anytime she dance. Touch the floor anytime. Unbedingt so früh zum Flughafen. Jetzt müssen wir die Zeit noch überbrücken. Jetzt schiebe ich die in die Schuhe. Okay, das überlebe ich. So, Netflix oder Spotify, was mache ich? Oder beides. Wie lange fliegt man nach Atlanta? 8 Stunden, würde ich sagen, ne? 8,5 Stunden. Das geht eigentlich, ne? Ich glaube, ich lade mir einen Podcast oder sowas. Also mehrere. Mehrere. Was hörst du? Stimmt, das hast du gerade erzählt. Verschiedene, aber hier, guck mal, der ist ja lustig, ne? Tetragrammaton höre ich gerne und der letzte ist mit Killer Mike. Atlanta. Killer Mike, auch geiler Typ. Boah, ich habe alle Netflix-Serien so gut wie durch eigentlich. Du kannst halt, wenn dir dieses Starting Five. Ah, stimmt, das hast du vorhin erzählt, ne? Thema, ne? Das Starting Five-Ding, so, das ist interessant. Okay, geil. So, der ultimative Travel-Hack. Dann nehmt euer Telefon, macht die Kotztüte hier rein, macht das Telefon hier rein, macht den Sitz auf, klemmt das hier ein, macht Netflix auf und dann könnt ihr Netflix gucken. Geiler ist natürlich, wenn das Ding höher ist, aber
kann nicht alles haben. This year I'm stepping different. Anyone hating, way too ignorant. 100 rats made me want distance. Cannot miss, I got them symptoms. I don't care about that or your ex. It knows I'm a big deal, got man vexed. You know that Nem's up next, and if you deny it, you must be. Wir sind gestern Abend angekommen in Atlanta. Ich bin zusammen mit Fizzle hergereist, wie ihr gesehen habt. Vorgestern haben wir schon mit Fidschi Chris telefoniert. Der ist gestern von LA nach Atlanta gereist. Fizzle und Fidschi Chris sind bereits im Blue Room Studios, wo sie auch, glaube ich, den größten Teil ihres Albums aufgenommen haben. Und da gehe ich jetzt hin, guck mal, was die beiden machen und wir fangen mal ein bisschen an, über das Album zu sprechen. Beziehungsweise mit Fidschi Chris haben wir ja noch gar nicht gesprochen, nur einmal kurz über Telefon. Aber das ändern wir jetzt. Let's go. Hello! Hey! Na? Wie ist es? Ja. Hallo, wie geht's dir? Good to see you again. Good to see you. Jetzt sind wir hier in Atlanta. LA ist jetzt deine Homebase, oder? Ja, also seit 9 Monaten bin ich da, ja. Was hat dieses Studio für eine Bedeutung? Warum sind wir hier? Was habt ihr hier gemacht? Wir haben in vielen verschiedenen Studios hier in Atlanta gearbeitet, aber der Raum ist irgendwie einfach schön. Ne? So, der klingt gut, der ist gemütlich, die Leute hier sind nice und immer wenn wir hier gearbeitet haben, hat das irgendwie gut geklappt. Ich weiß nicht, so Räume speichern auch, glaube ich, irgendwie so ein bisschen Energie oder so. Und das ist einfach ein guter Raum hier. Das ist immer nice hier. Ne? Ja. Und wir haben hier, was war denn das Erste, was wir hier gemacht haben und weswegen wir hier auch gelandet sind, war die Zusammenarbeit mit Mariah the Scientist. Die nimmt immer hier auf. Das ist ihr Lieblingsraum. Ach, geil. Und wir fragen die Artists auch immer so, wo nimmst du gerne auf? Weil die sollen sich ja wohlfühlen, ne? So, das macht ja Sinn irgendwie. Und die hat uns dann hier diesen Raum gezeigt und dann haben wir hier mit ihr gearbeitet. Ne? Seitdem kommen wir immer wieder. So, glaube ich, ja, das ist auf jeden Fall mein Lieblingsraum so in Atlanta, muss ich sagen. Ist auch gut gelegen, ist nicht so weit weg. Wir haben hier neben ist ja noch so ein größerer Recording-Raum, so, ne? Der ist auch schön. Da haben wir so einen ganzen Gospelchor aufgenommen für einen Song mit Jelly Roll und Summer Walker ist da auch drauf. Das haben wir hier recorded. Da hat Dre uns einen Gospelchor straight aus der Kirche besorgt. Ach, krass. Super schön. Also Ja. auch krasse Erfahrungen, ne? Wie die reinkamen. Und wir hatten so ein bisschen was vorbereitet, so eine Line. Und dann singen die das halt so mit. So ein Gänsehautmoment wahrscheinlich, ne? You can put it all on me, all on me. Ja, das ballert schon richtig, ne? War super. Das ballert richtig so. Und seitdem kommen wir immer wieder hier hin. Bin auch gerade reingekommen, dachte mir, oh geil. Wieder da. Schön wieder hier zu sein. Ja, voll. Wie ist denn das German Engineering 2? 6. Dezember kommt es raus. Wie ist euer kreativer Prozess des Aufnehmens? Sitzt ihr da und sagt, ey, komm, wir machen jetzt ein Album, hier ist eine Liste von Künstlern, die wir gerne haben? Entsteht diese Liste auf dem Weg dahin, dass irgendwelche Künstler einfach in so ein Studio reinlaufen und ihr sagt, ey krass, lass mal, ihr habt gerade schon Jelly Roll erwähnt, sind es solche Künstler, wo ihr sagt, den würden wir gerne haben? Entsteht es auf dem Prozess dadurch, dass ihr mit anderen Leuten zusammenarbeitet? Wie passiert sowas? Habt ihr die Beats schon vorher fertig oder wie ist da der Prozess? Wir machen ja permanent Musik, wir machen ja permanent Sachen, ne? Und Oder ist es einfach Songs, die ihr so pickt während des permanenten Musikprozess? Nee, irgendwann gibt es schon die klare Entscheidung, wir machen jetzt ein Album und das soll in so und so eine Richtung gehen und den Vibe haben oder so. Wenn man so 2, 3, 4 Sachen hat, dann sieht man das meistens so, das ist was, das ist so ein Grundstock. Und dann arbeitet man weiter in die Richtung. Aber das ist schon immer sehr gezielt bei uns, ne? Also wir machen dann die Musik oft weit vorher, haben die dann und dann wird die in so eine Playlist gepackt. Dann hören wir die so und dann schreiben wir da so Namen dran, weißt du, so in iTunes, dann trägst du so ein, hier ist der drauf, hier ist der drauf und dann steht das da so und das sieht dann fast schon so aus, als gäbe es das, ne? So, und in deinem Kopf gibt es das dann halt auch schon so, also ist so, wie sagt man, visualisieren, ne? Ja, so manifestieren. Manifestieren, genau. Das ist das, was wir machen und dann ziehen wir los und versuchen uns die Leute zu besorgen. Und auf dem Weg sind wir offen für Sachen, die passieren. Dann triffst du jemanden, weil du mit jemandem gearbeitet hast oder irgendeine Möglichkeit ergibt sich. Ich würde sagen, so ist der Prozess eigentlich, wie wir jetzt, also German Engineering 2 ist auf jeden Fall genau so entstanden. Ja. Es gab auf jeden Fall so einen
Batch von neuer Musik, wo wir das Gefühl hatten, das ist nochmal ein Stück weiter gedacht, so Kitschkriegssound, ein bisschen elektronischer vielleicht, noch mehr so auf die Riffs an sich, noch mehr Synth. So, und eigentlich auch in dem Prozess von GE1 so quasi in Amerika zu sein und dann sich zu überlegen, ja, was ist eigentlich das, was uns unterscheidet von, also willst du jetzt nicht Trap nach Atlanta bringen, sondern was ist unser Sound? Und dann hat sich das so rauskristallisiert. Es gibt so ein Folder mit so Sachen, okay, das fühlt sich nach dem neuen Shit an. Und dann ganz oft so, okay, wen hörst du da drauf? Wen könnte man noch dazu addieren? Also so Farben sozusagen, so Klangfarben oder so. Und dann gab es ja bei GE2 auch irgendwann die Entscheidung so, lass uns das ein bisschen weniger Compilation und mehr wie ein Album mit so einem gewissen Cast. Also die Leute erscheinen auch alle so zweimal oder dreimal, also so die gleichen Leute sind da so drauf, damit das so ein bisschen mehr ein Album ist. Ja. Ach, geil. So ist auch so ein bisschen diese Playlisten, die Fizze angesprochen hat. Also es ist total als Album gedacht und welchen Vibe hat das? Und es ist sehr Atlanta. Natürlich sind noch ein paar andere Stimmen da drauf, aber unsere Interpretation von Atlanta oder Kollaboration mit Atlanta. Ja, schön. Habt ihr manchmal, wenn ihr sagt, ihr schreibt so eine Playlist so gesehen, gab es schon mal den Fall, wo ihr dann dachtet, so, boah, fuck, das passt gar nicht, wo dann ein Künstler hier stand, mit denen aufgenommen habt und war so, oh, eigentlich, nee, scheiße, wir probieren den doch nochmal irgendwo anders, oder? Ja, manchmal funktioniert natürlich ein Song oder eine Idee nicht, ne, so klar, aber Quote ist eigentlich ziemlich gut, ne, oder... Wenn die Leute kommen, dann ja. Wenn die Leute kommen, auf jeden Fall ja. Ja, stimmt. Wie ist es hier in Amerika? Weil ich kenne es aus L.A. Ich weiß noch, ich war mit Bones in L.A. und wir wollten unbedingt aufnehmen. Und wir waren so 3 Wochen da und wir waren, glaube ich, einmal im Studio. Einfach weil es halt einfach, die Amis sind so in L.A., die sind so, ja, morgen, oh, heute ist so gutes Wetter, lass morgen machen. Gegenteil, New York dazu. Wir waren 3 Tage in New York und wir waren in 5 verschiedenen Studios. Und er war schon so, hä, was geht ab? Warum sind ihr? Ja, das ist einfach eine andere Mentalität. Wie habt ihr das kennengelernt und wie ist es hier? Weil hier auch gar keine Ahnung. Hier ist ein bisschen chaotisch auch, aber im Großen und Ganzen hat es dann schon geklappt. Ne? Also wir mussten zum Beispiel anfangs dann, guck mal, dann bist du so hier in der Stadt und das spricht sich ja auch rum, so, jo, die Deutschen sind da, dann muss man, weiß ich nicht, wenn dich dann jemand warten lässt, ne, dann sind wir halt auch nach 2,5 Stunden so, okay, wir gehen jetzt, tschüss. Ja. Und das ist für die halt auch so, weißt du, das passiert ja keinem Rapper. Ja, genau. Also die ganze Welt wartet auf die. Genau. Ne? Ja. So, das haben wir dann ein paar Mal gemacht und ich hatte das Gefühl, dass das auch was gebracht hat. Also beim nächsten Mal war er dann pünktlich. Auf jeden Fall. So, weil, krass, keine okay. Ahnung, ne? Ich meine, man kann ja auch sagen, lass später machen, lass dies machen. So, diese Studios sind auch teuer und wir sind halt auch da, um zu arbeiten. Und ich habe auch keinen Bock mehr, dann da irgendwie so 4-5 Stunden wartend rumzusitzen. Ja, voll. Was soll einfach das? so eine respektlose Sache. Also die haben ja auch keinen Bock auf euch. 4 Stunden Genau, zu das warten. ist halt schon ein scheiß Start für ein gemeinsames gutes Ja, Lied zu machen. voll. So, was soll das? So. Aber ansonsten ist Atlanta eigentlich, finde ich, eine ziemlich offene Stadt, die dich gut empfängt, wenn du hier ordentlich reinkommst, das respektierst, wenn du akzeptierst, du bist hier ein Gast in dem Ding und dann geht das schon. Und zu deinem Beispiel, ich glaube, LA ist das Schlimmste. So, weil da ist so viel Industrie, Songwriting, dies, das, alles, bla, bla, das ist alles so, weiß ich nicht. Hier ist eher so ein bisschen... Ich glaube, in L.A. kommt auch viel dazu, dass jeder sich versucht, so eine Option offen zu lassen. Da kann ja noch... Vielleicht kommt noch eine ist bessere ja jetzt da, Session, aber ja. vielleicht ruft der Dr. Dre auch noch an. Genau. Warten wir mal kurz ab. So, und dann Und das ist auch der Grund, warum wir erst so spät in L.A. dann irgendwann waren, weil das irgendwie für unsere Arbeit nie so relevant war. Also wir haben eigentlich bewusst gesagt so, ey, lass einfach nicht nach Hollywood, lass einfach in Georgia bleiben. Ja, und jetzt wohnt er da. Ja. Das ist schon zum hart. Wohnen super, zum Arbeiten nicht so. Ja, ne? Ja, ist wirklich so. Du meintest gerade, dass man Gast hier ist. Fand ich ganz gute Sache, weil Ja. wie wurdet ihr als Gäste hier willkommen geheißen? Weil ich hatte immer die Erfahrung, weil ich war in New York 5 Jahre lang so, relativ früh in meinem Leben. Und da waren alle immer so, ja, wie war denn das so? Hattest du irgendwelche Probleme und so? Und ich wurde eigentlich so super herzlich empfangen und alle waren so mehr interessiert, dass ich eher von woanders her kam. Und mir wurde immer gesagt,
irgendwann das so ein bisschen hängen geblieben. So ein Rapper aus Harlem meinte mal zu mir, weil es gab so, warum es gibt 1000 Fotografen in New York und ich mache jetzt so ganz viel Kram mit so New Yorker Rappern, auch großen New Yorker Rappern. Und dann meinte der zu mir, naja, du kommst nicht von hier und du kennst dich aber so gut mit der Kultur aus und du bist nicht in diese Kultur reingeboren, aber du hast dich mit dieser Kultur so krass beschäftigt, dass die Leute das krass respektieren. Wie habt ihr so ähnliche Erfahrungen, dass ihr sagt, wenn ihr sagt, ihr seid Gäste hier irgendwie mit Künstlern, oder hat das gar keine Rolle gespielt? Also war die Neugierde da von den Leuten, oder? Ja, also das ist schon ein Vorteil, die anderen zu sein, finde ich. Hast du ziemlich gut beschrieben. Man hat sich ja jetzt nun mal einfach, weiß ich nicht, 25 Jahre mit amerikanischer Popkultur beschäftigt. Man kennt sich aus, man liebt das und kommt dann hier an und hat so seine eigene Sicht auf die Dinge. Da sind wir gut empfangen worden, ne? Ich meinte mit dem Gastsein auch, dass man auch ein bisschen Respekt davor hat, vor der Kultur, die hier geschaffen wurde. Und du bist halt Gast, so, keine Ahnung. Das wurde hier originated und alles und du kommst dann an und kollaborierst damit. Das ist schön, dass das möglich ist, ne? Und ich habe Atlanta im Speziellen als sehr offen empfunden. So, die Leute sind, also jetzt nicht nur in dem, was wir als Musik machen, sondern auch so, wenn du unterwegs bist, ne, du gerätst ja die ganze Zeit mit Leuten ins Gespräch. Ja, voll. Yo, I like your kicks, bla bla, und dann bist du irgendwie im Gespräch und das ist einfach schön. Die Leute fragen dich, wo kommt ihr her, was macht ihr? Aber ich finde das allgemein so diese amerikanische Mentalität, das hast du wahrscheinlich in L.A. auch, oder? Dass die Leute voll neugierig sind und... Also da, keine Ahnung, L.A. ist noch ein bisschen anders, da falle ich halt einfach nicht so auf. Da gibt es halt sehr viele Koreaner und so. Das ist halt auch so ein bisschen ein Grund, warum ich mich da so wie so ein Fisch im Wasser fühle so, und das ist halt so Stimmt, im du könntest so durchgehen. Total, so Koreatown war, also das ist halt, keine Ahnung, ein Faktor für mich einfach. Ja. Aber was ich noch sagen wollte zu dem Gastsein, also die Speech am Anfang, wenn man mit den Künstlern im Raum ist halt häufig auch, guck mal, das ist jetzt nicht das, was du normalerweise machst. So, wir haben jetzt nicht einen weiteren Song gemacht, der in deinem Katalog nicht auffällt, sondern das ist was anderes. Ja. Wir haben halt unseren Sound, die Leute waren immer offen dazu. Also wir haben natürlich nie was gemacht, also wir zielen ja darauf ab, dass das von, sagen wir mal, Tempo und Tonhöhe passt für die Künstler, aber das ist ja immer ein bisschen was anderes. Insofern ist man sozusagen Gast, wir machen nicht den Sound von hier, sondern wir sind wir selbst. Also, und ihr versucht es nicht nachzumachen, auch. Genau. Ihr kreiert euren eigenen. Und das wurde immer total respektiert. Ja. Also das war nie so, dass wir was vorgespielt haben und es total auf Unverständnis gestoßen ist, sondern eher so, okay, cool. Selbst wenn das irgendwie viel elektronischer ist als das, was die sonst machen und so, sondern da ist irgendwie ein Verständnis für da. Ja. Das ist halt Musik. Ihr habt auch mit Future zusammengearbeitet. Ja. Der Song ist ja schon draußen. Wie war das? Ihr wart mit ihm auch im Studio, ne? Ja, aber der ist nicht in Atlanta, der ist in Miami, ne? Ja. Der ist darüber. Ja. Ich weiß gar nicht wann und warum. Wetter oder so. Vielleicht, ja. Das war, also ich meine jetzt mal so von der Session her und dem ganzen Ding, eine relativ unspektakuläre Sache, weil wir sind dann bei ihm am Studio aufgeschlagen und er hatte das schon fertig. Ach krass, okay. So. Er ist so was einer, irgendwie, keine Ahnung, natürlich ein bisschen schade ist. Ja. Aber auf der anderen Seite so, okay, dann ist er da, spielt das halt vor und du hörst das und es ist halt einfach perfekt. Ja gut, gibt Schlimmeres, so, keine Ahnung. Ne? Aber das war jetzt nicht, dass wir stundenlang gemeinsam das Ding recorded oder dann nochmal ausgebessert haben oder so. Aber also keine Ahnung, ne? Der ist halt Vollprofi. Ja. Und ich glaube, der wird halt auch nicht so Sachen machen, die nicht passend für ihn sind oder die ihm nicht gefallen. Und der Song, der hatte halt, genau, als wir das ihm gegeben haben, hatte der schon die Hook von Friday. Und das war ja schon sehr viel. Also Friday ist halt, finde ich, richtig krass gut. Ne? Ja. So Wahnsinn, das bringt so viel mit. Was der da an Vocals draufpackt, das hat so viel Soul und Gospel und alles. So. Das ist als Rapper dann ziemlich einfach, da einen Verse drauf zu ballern, so, weißt du, das ist so, ja, okay. I get that mood, a few scribbles come through instant. They can't control me, I'm going out for a mission. Can we just slow down? On the road every day trying to stack. Auf das, was du fragtest, war das schwierig, an den ranzukommen? Nicht wirklich. Also, weil wenn du hier bist und es ist ja so, das ist ja immer das Gleiche. Ne? Du suchst dir irgendeinen Künstler aus und dann musst du an den rankommen und dann geht das halt los. Aber irgendwer kennt ja immer irgendwen. Ja, am Ende des Tages ist es auch eine relativ kleine Szene. Ne? Genau. Ja. Und wenn du halt nicht ein totaler Idiot bist und ein paar gute Leute kennst, dann kommst du eigentlich immer an alle dran und du kommst
relativ gut zu dem Punkt, dass du mal vorspielen kannst, was du gerne machen würdest. No snapping me shit, working hard, I been on top of my shit. It's on me, I shoot a shot and I miss. I never worked a job, I hit raw for this, went hard for this. I'm good on my block and this rapping don't work, put my all in this. I feel like hard, whenever I shoot, I ain't gotta play by shit, I hardly miss. And I be outside, and this fool looking for me. I'm like, what's so ain't hard to miss? They comparing to me, how they comparing to me? I ain't even try my hardest shit, greatest, yeah, I'm prepared to be. On God, I talk to God for this. How am I dying? These bitches got clarity. I know niggas do jobs for this. Okay, würdet ihr behaupten, wir sind jetzt hier, erstmal sind wir hier bei Mary Mac's Tea House, bekannt für die Southern Kitchen, würde ich sagen, oder? Ja. Und würdet ihr sagen, dass dieser Weg nach Amerika, ist es das größte Risiko, was ihr als Kitschkrieg je eingegangen seid? Weil wenn man angefangen hat und es dann scheitert, ist so ein bisschen, ja okay, dann waren wir nie erfolgreich, ist okay. Aber jetzt, ihr würdet halt auch nichts verlieren, würde ich mal behaupten, weil ihr könnt jederzeit zurückkommen nach Deutschland. Und das System, die Musikwelt würde euch ja weiterhin auffangen. Also wenn ihr jetzt sagt, ey, guck mal, keine Ahnung, wir machen ein neues Kitschkrieg-Album in Deutschland, wird ja jeder Künstler auch trotzdem kommen. Aber würdet ihr sagen, so, das ist jetzt so, dass hier in Amerika auch nochmal auf Reset zu drücken? Das ist schon ein bisschen all in. Also man kann natürlich immer zurück, aber gewisse Türen gehen halt auch zu. Also man kann halt, also ganz, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht 2 Studios betreiben. So. Und wenn ich ein Studio erstmal zumache, und dann, also das ist so ein bisschen... Ja, also wenn ihr jetzt zurückkommt, habt ihr auf jeden Fall was verloren. Dann werdet ihr so denken, fuck, Alter, das geile Studio ist weg, wo wir vorgestern waren. Diese ganze Infrastruktur habt ihr ja gekillt. Aber du kannst dir das auch wiederholen. Kannst du wiederholen, ja klar. Du kannst dir das wieder, dann baust du dir ein neues Studio. Das ist alles nicht. Und das ist ja immer noch im Gegensatz zu, wie das früher war, bis zu dem Punkt kommen, wäre es ja jetzt einfacher. Wir würden es halt schon schneller hinkriegen, wieder ein Studio aufzumachen. Es ist ein Risiko, bisher das größte, so, ne, aber ey, keine Ahnung. Ich meine, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, oder? Ja, so das heißt stimmt. das doch, ne? Ja, ist auch eine große Chance. So heißt das, ne? Ja, das ist, glaube ich, auch. Das ist eine große Chance, glaube ich, jetzt auch. Total. Ein gutes Stichwort. Und wir hätten halt diese Idee von der musikalischen Auswanderung auch vorher nicht realisieren können. Also wir haben das ja im Grunde, ist das ja auch in einer Reihe mit dem, was wir in Deutschland gemacht haben. Also das hat uns das ermöglicht. So. Von daher, das kann man gar nicht so getrennt voneinander sehen. Und es ist ja auch so, wie du wahrscheinlich vorgestern gesagt hast, sonst am Ende ärgert man sich, dass man es nicht gemacht hat, ne? Das ist das Hauptding, glaube ich, dass wir die Chance hatten oder die hat sich geboten und wir haben uns halt vorgestellt, wie ist das, wenn du in 10, 15, 20 Jahren hoffentlich lebt man noch, guckst du zurück und dann denkst du ja, das hätte man mal machen sollen. Das ist, glaube ich, das beschissenste Gefühl von allen. Wie hat sich der Blick auf die Musik und Erfolg verändert von euch? Hat er sich verändert? Ist er gleich geblieben? Oder? Was gleich geblieben ist, wir wollen halt unsere Musik machen, so für uns, die uns gefällt. Das war immer, also da hat sich nichts verändert. Die Musik hat sich verändert, man entwickelt sich weiter, aber es ist immer noch das gleiche Grundprinzip. Ne? Und die Industrie, keine Ahnung, also who cares, ne? So. Ja, da seid ihr wirklich so ein Paradebeispiel zu Who Cares, wirklich, finde ich echt, weil ihr wirklich so immer euren Kopf durchgesetzt habt. So was ich so von außen mitbekommen habe, war immer so, okay, Kitschkrieg macht einfach sein Ding, die machen, das ist ja auch dieses ganze DIY-Ding, das ihr alles selber macht, darum könnt ihr ja auch immer euer Ding machen. Ich glaube, das Ziel am Anfang war ja auch, von und mit der Musik leben zu können. So, ne? Und als wir das geschafft hatten, das ist ja auch ein privilegiertes Leben, so, ne? Dann sozusagen das machen zu können und das auch weitermachen zu können. Und dann gibt es ja immer diesen Satz, so, die Belohnung für gute Arbeit ist mehr Arbeit. Und dem folgt man ja. Habe ich noch nie gehört, aber das ist geil, ne? Ja, die Belohnung dafür ist, dass du dann weitermachen darfst. Und so. Ja, und dieses Leben weiterleben und reisen, neue Städte, neue Musik machen. Also es hat ja jetzt nicht so ein Ziel, so ich mach das und dann ist Rente oder Ende. Stimmt. Irgendwie geht's ja immer weiter. Wir sind jetzt hier bei dem Outkast Mural in Atlanta und Outkast hat ja einen riesen Einfluss auf die Musik, auf die ganze Hip-Hop-Kultur gehabt, würde ich sagen, oder? Und jetzt hier in Atlanta, habt ihr das auch mitbekommen, als ihr in Atlanta irgendwie so aufgenommen habt?
Würdet ihr es behaupten? Oder? Ich finde so die Weirdness, mit der die ihre Musik gemacht haben, oder der Mut zur Weirdness, so, das merkt man den Leuten hier schon ein bisschen an. Also kannst eigentlich mit, keine Ahnung, Musik kommen, die so anders ist als das, was die sonst kennen, so, und niemand ist verschreckt davon, sondern alle hören sich das erstmal an und finden es cool. Und also, keine Ahnung, der hat sich halt mit einem Kleid aufs Cover gestellt, so, und es war halt voll okay für alle. Oder stimmt, ne? Da wurde auch nie drüber gesprochen. Dreivierteltakt oder andere Patterns oder so, das ist einfach, die durften das, die waren die Aliens. So. Ja. Und der Spirit ist hier auch am Start, finde ich. Guck mal, ohne die kein Young Thug und nix. Genau. Stimmt, ne? Ja, jetzt BK the Ruler und all dieser ganze weirde Kram. Also ich weiß nicht, ne? Ich glaube, ohne die nicht vorstellbar. So. Okay, wir sind jetzt hier angekommen. Jetzt fahren wir gleich nochmal weiter zu Kenny T's. Ja. Was ist Kenny T's genau? Kenny T's ist unser DIY, wir machen Klamotten selber Bruder aus Atlanta, würde ich sagen. Also den haben wir durch Zufall, wir haben irgendwas gesucht, weil wir wollten uns noch so ein paar Sachen machen für Fotos oder Video. Video war es, glaube ich, damals, ne? Da haben wir ihn gefunden. Und der macht halt Veredelung von Klamotten. Und da haben wir dann immer gerne mal abgehangen. Das ist einfach auch so eine, da sind Leute, die machen die ganze Zeit Kram, die machen Klamotten. Und das, wie wir jetzt herausgefunden haben, schon seit Ewigkeiten, so ein Original in Atlanta. Ja. Der macht auch so Tour-Merch oder Veranstaltungs-Merch, diese typischen Event-Shirts, die man so kennt, wo dann oben der Name steht und so diese gefotoshoppten. Ja. Das, was man so als nachgemachte und dreimal kopierte Version schon so gesehen hat, das ist so ein bisschen die Quelle fast. So, das ist so der Style einfach. Und die drucken da Tag und Nacht. Einfach eine gute Crew. Okay, geil. Dabei, wenn wir über Merch sprechen, da ist ja auch Who Dat so ein großer Bestandteil eurer Crew. Sie macht ja die ganzen Bilder und alles und das ganze Visuelle. Ja. Ist sie dann auch mit euch meiste Zeit hier, oder? Nee, hat sich gegen dieses extreme Gereise entschieden. Ja. So, ne, was total, also weiß ich nicht, wenn du so eine Band aus 3 Leuten hast oder so eine Gruppe, ist ja total nachvollziehbar, wenn 2 jetzt sagen, wir gehen jetzt rüber, und zwar all in, so, ne? Dass das nicht für jeden so ist, ne? Das ist irgendwie nachvollziehbar, aber sie hat dadurch, also ich meine, sie macht halt natürlich immer noch bei uns mit und macht diesen ganzen Kram so und hat so ein bisschen zu Hause die Führung übernommen, ne? Also wir haben ja da auch noch durchaus irgendwie Sachen zu tun in Form von Firmen, bla bla bla, diesen ganzen Kram so, und da kümmert die sich halt drum. Ne? Ach nice. Ja. Und dann kommt sie so ab und zu wahrscheinlich zu Momenten, wo es wichtig wird, kommt sie dann hierher und dann... Ja. Genau, und also natürlich ist so diese schwarz-weiße CI von Kitschkrieg weiterhin erhalten und dadurch ist sie natürlich immer präsent. Also es ist halt egal, was wir machen, da ihr Blick, ihre Ästhetik ist halt Teil dessen. Okay, aber nice. Das ist ja gut. Dann habt ihr so noch jemanden in der Homebase so gesehen, der sich auch um alles kümmert? Natürlich auch im kreativen Prozess ist das halt so nach wie vor, dass wir ihr was schicken und dieser Blick nicht dabei gewesen zu sein und das gar nicht zu verbinden mit irgendwie einer geilen Session oder einem tollen Erlebnis, sondern einfach nur das Lied zu kriegen, ne? Was hältst du davon? Ist halt sehr viel wert. Ja. So, weil wir können ihr halt vertrauen mit ihrem Geschmack und so. Das war ja immer so ein großer Bestandteil von Kitschkrieg, dass sie halt echt eine klare Meinung zu Musik hat. Ja. Die ist halt immer so ein krasser Musikmensch gewesen. Die findet die Sachen als Erste, die kennt immer den ganzen neuen Scheiß, keine Ahnung. Krass, okay. Ja, die ist halt so heftig. Die hat uns Post Malone gezeigt, da war das so einfach null. Ja, so gar nichts. Und da gibt es hunderte Beispiele, wo das so ist. Ne? Und ihr halt Sachen schicken zu können und eine ganz ehrliche Meinung zu kriegen, ist gut oder ist totaler Quatsch, ist sehr viel wert. Also mischt sie sich dann auch so richtig in diesen musikalischen Prozess ein, dass ihr die Songs schickt und sagt, ey Jungs, ist gar nicht so... Fühle ich nicht. Ja. Oder, also weil es auch weil das ist super. Wir können das ja dann gar nicht mehr unabhängig davon sehen und sie weiß halt nicht, wie anstrengend war das. Ja, nice. Ja, dann fahren wir jetzt mal rüber zu Kenny T's. Fahren wir zu Kenny. Footballspiel ist zu Ende, gucken wir uns mal an. Ne? Tailgating. Und da ist gerade Party, weil die hier... Atlanta Falcons haben gewonnen und das... Schauen wir mal, ob wir hinkommen. Nie, aber gucken wir jetzt.
fever. What's rolling? Now it's back to the basics. Get your face shot if he acting. My niggas feeding for static. Think that it's sweet on the fifth, let him have it. Tie up your laces, you coming outside. M16 make him backflip. My killie, he patiently waiting to slide. Throw him the bag, now he living lavish. Ratchets, gunplay, automatics, fashion. Black hoodie, black mask, matching. German Engineering 2, 6. Dezember. 6. Dezember, ja. Ich meine, das Album ist noch nicht draußen, es kommt erst, aber was kann man von der Zukunft erwarten? Wie könnte ein 2025 für Kitsch Creek aussehen? 2025 wird... Wir haben echt noch Musik auf der Festplatte so, ne? Wir haben ein Album mit Dre 6 aus London, das kommt 25. Wir haben eine Band mit Mode Selector, die heißt Kitsch Selector, die kommt mit dem Album in 2025. Da haben wir uns mit den Techno, wie nennt man das? Göttern. Goats, würden sie selber von sich sagen, Göttern, glaube ich. Ja. Zusammengetan, das war super schön, mit denen eine Platte zu machen. Und da haben wir mit jamaikanischen Vokalisten gearbeitet. Das kommt. Und dann machen wir hier weiter Musik. Ne? Ja, da kommt, glaube ich, wenn alles nach Plan verläuft, kommt wirklich viel Musik von uns. Da freue ich mich drauf, muss ich sagen. Da freue ich mich auch drauf. Ja, nice. Dann herzlichen Dank. Danke dir, das war wirklich gut. Hat Spaß gemacht. Hat mir Mühe gegeben. Ja, hast du gut gemacht. Dankeschön. Gute Crew auch. Sehr schön. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal hier um die Ecke, gucken nochmal alles an und verabschieden uns hiermit. Ja, dann danke auch an die Telekom, die dieses Video möglich gemacht haben. Den Link mit den Infos zum Young-Tarif findet ihr in der Beschreibung. In diesem Sinne, wir sind raus. Mein Name ist Pascal Kerouche, das ist Kitsch Creek, German Engineering 2, 6. Dezember 2025. Hört rein, bestellt euch das Album vor und ich freue mich auf 2025, was noch so kommt von den Jungs. Bis dann. No snapping me shit. Working hard, I been on top of my shit. It's on me, I shoot a shot and I miss. I never worked a job, I had raw for this. Went hard for this. I'm good on my block, if this rapping don't work, put my all in this. I feel like harm whenever I shoot. I ain't gotta play by shit, I hardly miss. And I be outside, and this fool looking for me. I'm like, what's so ain't hard to miss? They comparing to me, how they comparing to me? I ain't even try my hardest shit. Greatest, yeah, I'm prepared to be. On God, I talk to God for this. How am I dying? These bitches got clarity.